Ich bin jemand, ich habe nicht so ein ganz spezielles Heimatgefühl und nicht nur einen Ort, an dem ich mich zu Hause fühle. Ich kann mich eigentlich an vielen Orten zu Hause fühlen. Bei mir ist das mehr so das Umfeld, was mich umgibt. Also wenn ich mit Freunden irgendwo bin, dann fühle ich mich da zu Hause. Ich bin nicht so sehr auf einen Ort fixiert. Also das ist schwer zu definieren. Ich bin echt extrem viel unterwegs und ich schlafe, glaube ich, mehr in meinem Bus als in meinem Bett zu Hause. Aber mein Bus ist einfach mein Daheim. Wenn ich jetzt ein bisschen an Heimat denke, dann ist das bei mir noch ein bisschen schwierig, weil ich bin ja eigentlich ein Allgäuer. Bin aber relativ früh weg und bin dann an den Arlberg als Skifahrer gegangen. War im Sommer immer auf der Alp als Hirt und wohne mittlerweile in Garmisch bei der Freundin. Ja, für mich persönlich ist so dieses wieder nach Hause kommen oder irgendwo zu Hause sein sehr wichtig, denn ich meine, ich liebe es, auf Expedition zu gehen. Ich bin ungefähr 3 Monate in der Regel irgendwo auf dieser Welt unterwegs und dann jedes Mal, wenn ich wieder in den Kanton Uri fahre, auch obwohl es dort nicht groß ist, obwohl es dort irgendwie steile Wände hat, die nach oben ziehen, dort bin ich zu Hause und für mich persönlich, ich könnte nie irgendwo sonst leben. Vor allem der Arlberg ist für mich ganz besonderes daheim. Da habe ich einfach meine Wurzeln von meiner Berggeschichte und Skigeschichte, die ich so zum Verzeichnen habe. Und ja, da bin ich einfach aufgewachsen und da bin ich daheim. Ja, ich wollte eigentlich immer schon mal am Arlberg das machen, weil man hört ja auch, dass es mega gut ist und irgendwie hat sich das nie ergeben und ich bin schon mega oft über den Pass gefahren, so beim Durchfahren, aber ich habe nie Halt gemacht und es ist mega cool, jetzt das mal zu sehen und das ganze Gelände zu sehen. Ja, wir haben halt nicht so gutes Timing. Also es ist extrem wenig Schnee, es hat schon lange nicht mehr geschneit. Zum Firnfahren wird es wahrscheinlich ganz nett sein, aber jetzt die fetten Bedingungen, wie ich es der Caro gerne zeigen würde, werden wir nicht haben. Aber jetzt machen wir das Beste draus. Das ist eigentlich das Feine am Arlberg, ist das, dass alles so verbunden ist. Du hast so viele Möglichkeiten auf einem, ja, komprimiert auf dem Fleck, Ja, einfach, du kannst überall runterfahren. mit wenig Aufwand total viel machen kannst. Und das ist eigentlich das Coole am Arlberg, weil wir waren ja gerade in Pakistan. Es ist halt recht kompliziert dort oder da, ist halt alles so schnell. Weißt, du bist gleich wo, du hast mit wenig Aufwand viel gemacht oder eine coole Skitour oder eine coole Abfahrt. Ja. Und eben wenn du von da, vom Gipfel runterfahren tätst, über den Spulersee drüber und nachher in das Tal runterfahren tätst, kommst du genau zu mir haben. Sehr cool. Aber im Moment hat es nicht so viel Schnee, da müssen wir noch viel zu Fuß laufen. Jetzt dürfen wir zurück und auf den Zug raus. 2 Kreuze. 2-mal! Juhu! Jetzt gehen wir noch da. Genau. Juhu, viel Spaß. Ich gehe mal ein bisschen Schnee antesten. Bist du rüber geschanzt über den Schlump? Ja. Nein! Voll lieber. Aber ich hätte genug Schwung gehabt und bin drüber gekommen. Nein! Geil! Ich finde es mega genial, mit so jemandem unterwegs zu sein, der sein Zuhause vollkommen kennt, alle kleinen Winkel kennt und mir alles zeigen kann und dann bei jedem Panorama noch sagen kann, das ist noch die Linie, das ist noch die Linie. Ich finde das mega schön. Und manchmal denke ich mir auch, boah, es wäre cool, wenn ich einen Ort hätte, den ich so gut kennen würde, weil ich kenne viele Orte relativ gut, aber ich habe nicht so den einen Ort, wo ich sage, da kenne ich alles.
Ja, danke fürs Mitkommen. Gut. Wir haben den Bus verpasst. Ja, Nebensaison. Schon die ganze Saison. Stunde warten. Ja. So ein Mist, weil wir wollen ja nochmal auf die Ski. Ja, Das ist ja eigentlich schon. egal, gell? Knackiges Time-Management haben wir jetzt. Und das ist schon ist eine coole Sache, denn ich war noch nie mit dem Tobi unterwegs und ich freue mich extrem, ihm meine Region ein bisschen zu zeigen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf, gell? Und einmal schön woanders zu sein. Also mir gefällt es da wahnsinnig gut. Und es ist natürlich wieder eine Abwechslung zu uns daheim, wo wir hauptsächlich einen Kalk haben. Und da einfach wieder sehr markante Granittürme. Schön da zu sein, doch. Passt gut. Der Schnee ist halb gut, würde ich sagen. Ich glaube, dass das weiter oben sicher noch gut wird. Und wenn wir Glück haben, dass vielleicht so die Mulden ein bisschen gefüllt sind, glaube ich, dass das noch recht fein werden kann zum Fahren. Doch, doch. Ich weiß es nicht, weißt, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn wir dort reingehen, die Rinne hoch. Du meinst, dass man dann vom Gipfel nochmal über die zwei Zipfel rechts aufsteht, oder? Ja genau, wirklich auf den höchsten Punkt Ja, vom cool, Feldskien. Das sieht super aus, oder? Also wegen mir? Sollen wir versuchen? Ja. wegen Geil. mir gerne. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich da runterfahre, Tobi. Du weißt, ich bin nicht so der Super-Skifahrer. Aber vielleicht kannst du mir was zeigen. Ein Stemmbogen. Ein Stammbogen in diesem super Gelände. Nein, aber dann, ich glaube, ich bin recht sicher, dass da noch nie jemand runtergefahren ist. Cool. Und voll motiviert, auch auf den Gipfel zu gehen. Weil oben am Ende von der Rinne ist es dann schon auch noch technisch. Das glaube ich, ja. Ganz Das sicher, glaube ja. ich. Das schaut relativ steil aus. Won't you listen? Listen to your heart. Won't you listen? Listen to your heart. Schau, 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 schau. Sattelheim. Geil! Geil, oder? Das war noch länger als gedacht, hä? Hat sich schon ein bisschen gezogen. Ja, ne? voll. Aber gleich gut zum Stapfen. Ja, voll. Ja, für mich persönlich, ich bin einer, der eher im technischen Gelände zu Hause ist. Also gerade das Eisklettern, das Mixed-Klettern und dann natürlich das schnelle Bergsteigen, das ist mein Ding. Und das Runterfahren mit der Ski, also das ganze Freeride und so, das ist überhaupt nicht so etwas, was ich gut kann. Ich finde es faszinierend, wenn das jemand kann. Gerade wenn ich mit dem Tobi unterwegs bin. Ich meine, das ist schon. Wir stehen oben zu zweit und der Tobi fährt einfach runter und ich rutsche da runter wie ein Anfänger. Ich meine, da sieht man einfach so der Niveauunterschied. Wenn du jemanden siehst, wie das geht, wie er das macht, glaube ich, dann kann jeder ein bisschen einen kleinen Schritt weitergehen und das fasziniert mich ein bisschen, so dass über den eigenen Tellerrand rausschauen und mal schauen, was machen die anderen, wie geht das eigentlich, das finde ich recht spannend. Oh, der hält gut, ja? Hoppla. Ja, perfekt. Wie geil ist denn das? Wichtig ist in den Bergen, dass man die richtige Nahrung dabei hat. Tobi? Vom Altdorfer Kebabhüsli. Merci. Geil, oder? Ein guter. Gute. Kalte Pizza ist das Geilste auf der Welt.
Schauen wir mal, wie es ist. Ich hätte nie getraut, dort zu drehen. Ich sag's dir. Ah, ist so geil, oder? Ja. Albert Heimhütte. Das ist heute. Und dann. Jetzt ist krass, wir sind genau an der Grenze, oder? Direkt Wetterscheide, ha? Ich meine, das ist brutal schwierig zu sagen, oder? Aber vom Zeitplan her hat man gesagt, dass man Richtung 6. Sünde was schaut, oder? Zum Wegkommen. Oder wäre das zu spät? Ich glaube, ich würde morgen, wenn es langsam Tag wird, mal rausschauen, ob es offen ist oder nicht. Das ist der beste Wetterbericht. Der einfachste. Dann kann man auch ablehnen. Ja. Es ist immer gut, viele Varianten zu haben, aber es macht es nicht viel einfacher. Besonders alle Varianten gehen bei uns in den Norden. Passt, dann machen wir es also. Es hilft uns das nicht weiter, wenn jeder Absolut. Wetterbericht anders sagt. Zumal. Prosit. We were hanging around, always looking a doubted little. Ich bin mega happy. Caro ist nochmal gekommen und ja, wir haben im Februar einfach untypisch warme Verhältnisse gehabt und es war so ziemlich im ganzen Alpenraum eher mäßig. Und jetzt bin ich mega froh, wir haben so im Frühling nochmal einen fetten Schneefall jetzt gekriegt und jetzt machen wir heute nochmal eine coole Aktion. Besser geht's ja gar nicht. Mega Licht, Sonnenaufgang und ein bisschen im Schnee da hochwühlen. Geil. If you don't believe in fairy tales, if you don't believe in fairy tales, do love, do love, do love. Wir fahren jetzt mal schauen, Nord rein. Eher passiv ein, die ganze Saison war zu und dann fahren wir in die Ost rein. Da dürfte der Schnee noch super sein. Sunrise Light, Morning Light Train, sind wir früh aufgestanden. Ja, ich glaube, es ist gut, oder? Fahren wir einzeln bis da, wo wir sind. Okay. Und eher ein bisschen passiv reinfahren und meiner Spur folgen. Real. If you don't believe in fairy tales, if you don't believe in fairy tales, if you don't believe in fairy tales, do love, do love. If you don't believe in fairy tales, if you don't believe, if you don't believe in fairy tales, do love, do love. Test mal ein.
Es gibt auch steile Sachen am Adelberg. Und First Lines vor allem. Geil. Wetter. Ja, wir klettern da jetzt ab und fahren nochmal eine Verlängerung von der Nordseite von der Beluga weiter bis zur Erlealm. Gar nicht so geil mit dem Eis. Adventure, ha? Es war ein bisschen grausam da, aber ne? Aber look at that! Fett, oder? Easy. Kannst du Ich das? wollte nicht mit den lockeren Stücken Ja, so ja. geil, aber so. Ja, nein. Du musst gerade so reinpressen und so abschmuchteln irgendwie. Ja, genau. So. Go! So geiler Schnee. Mir taugt es wenn du so voll verschiedenes Gelände hast, oder? Ja. Hoch, dann ein bisschen Hochtour, ein bisschen runterfahren wieder geil, klettern wieder runter. Ich finde das noch geil. Das ist das Coole am Adelberg, dass du bist ziemlich schnell mal far out, also ziemlich weit draußen und du hast einfach noch die Stille. So wie Dings am Schafberg, da ist ja auch so still gewesen, das war voll geil, ne? Ja, voll. Ich finde das mega. Ich finde das mega, wenn du einfach so allein im Winterwunderland unterwegs bist. Winterwunderland. Genau. zwei kleine Zwerge im Winterwunderland. Es ist total zugezogen heute. Ja, Sicht vielleicht 100 Meter. Vielleicht latschen wir da irgendwo ein bisschen gemütlich umeinander. Schaut aktuell aus, dass im Süden ein bisschen das bessere Wetter herzieht, aber die Bewölkung ist relativ tief. Also man muss sich einfach mal überraschen lassen. Ein paar Meter laufen, ja, ein bisschen was machen einfach und dann kann man mal entscheiden, ob es einen Wert hat oder ob es keinen Wert hat. Ja, das kommt immer darauf an, also was ich mir am Morgen einbild, was ich heute unbedingt schaffen will. Und ich glaube, wir haben gestern einfach schon einen coolen Tag gehabt, was für mich eigentlich schon jetzt nach dem wenigen Schnee der letzten Wochen schon nur Pluspunkte gehabt hat. Und wenn es dann einfach heute jetzt nicht mehr läuft, dann ist der Wert von gestern so groß, dass es dann heute nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich glaube, so kann man den Wert ganz gut definieren. Am Ende muss ein Spaß dabei rauskommen. Und ob der Spaß durch eine Abfahrt, durch einen Aufstieg oder durch eine Gaudi entstanden ist, ja, Hauptsache lustig. Ja, wir sind jetzt hier auf, hier heißt die untere Bielenlücke. Zwar genau zwischen dem kleinen und großen Kamel drin. Und landschaftlich so cool. Und jetzt schauen wir. Wäre natürlich recht cool, wenn wir aufs kleine Kamel hochklettern könnten.
Doch, schaut cool aus da. Es zieht gerade so ein bisschen die Wolken umeinander, aber ganz coole Stimmung. Und ich meine, wir haben ja notfalls und noch leichte Führerpickel dabei. Irgendwie werden wir da schon aufkommen. Ich glaube, das einzige Problem, das wir haben könnten, ist, dass das Seil zu kurz ist. Aber wir haben einen Free-Solo-Spezialisten dabei. Gut als auch. Slopig. Jetzt wird spektakulär. Das ist eine Scheißstelle da. Jawohl. Sehr gut. Gut gemacht. Gut. Dann ziehe ich gleich weiter, oder? Gut ist gegangen. Perfekt, geil. Ich meine, es gibt viele Leute, die denken, dass echtes Abenteuer nur noch irgendwo auf den 8000er stattfindet. Und dem widerspreche ich voll und ganz. Wenn man ein bisschen die Augen öffnet, ein bisschen Ideen hat, dann glaube ich, findet jeder irgendwo noch seine persönlichen Herausforderungen und Grenzen. Und ich habe eigentlich noch niemand gehört, wo es dann in unseren Bergen langweilig geworden ist, weil dann ist er einfach einfallslos. Und, ja. Der findet aber auch im Ausland nicht das Abenteuer, bin ich sicher. Jetzt packen wir zusammen und wenn wir gerade so rechts ums Kamel rum und dann die Rinne runterfahren und dann Richtung Realp und dann finito. Geil! Merci. Hey, Danke sauber, dir. Spaß gemacht. So geil, immer noch irgendwie Nebel, aber trotzdem offen. Nur schönes Wetter ist auch langweilig, nicht? Ja, ist eine schöne Stimmung. Ist cool, Absolut. wie es umeinander zieht. Ja, heute ist schon einfach der perfekte Tag. Ich meine, alles passt zusammen, voll geil. Aufstehen und dann in der Nacht und dann oben im ersten Sonnenlicht sein, das ist schon der Wahnsinn. Also ich stehe gern früh auf, wenn ich dann den Sonnenaufgang sehe. So draußen sein vom Sonnenaufgang und auch noch bis zum Sonnenuntergang oft ist einfach Wahnsinn. Und ja, dann coole Couloirs fahren, First Lines für uns, dann ein bisschen scramblen. Das war zwar ein bisschen loser Fels, aber ich habe dann schon meinen Spaß, wenn das ein bisschen abwechslungsreich ist. Jetzt fahren wir noch die Fanka-Spitz-Rinne ab. Das ist so das Dolomiten-Couloir vom Adelberg. Fettes Teil, hey! Hui! Schaut fett aus, he? Okay, let's do it!
Scheiße! Fuck, Mann! Ey, so gut habe ich das noch nie verwischt. Glaub ich dir. Wow! Geil! Ja, am liebsten wären wir jetzt gerade durchgefahren gewesen. Wow! High five! Yeah, geil! So geil. Ey, mega! Ich freue mich so, dass ich dir das sagen dürfen. Und Ja, voll. Ich auch. Ich freue mich auch mega. nach dem letzten Mal. Ja. Weil das ist, Das ist Anberg. wieso ich daheim bin meistens.